Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Elterntipp für euch, Belohnungssysteme. Diese Mutter postet ihren Tipp auf TikTok. Eigentlich ist die Idee, die dahinter steckt, ganz einfach. Wenn der Nachwuchs aufgrund eines bestimmten Verhaltens Punkte oder Sternchen und bei einer gewissen Anzahl davon eine Belohnung bekommt, gibt er sich mehr Mühe. Oder? Durch Belohnung kann natürlich Motivation entstehen. Wir finden das schon im Tierreich, dass Tiere, die belohnt werden, die irgendwelches Futter bekommen, entsprechend auch ihr Verhalten so ändern, dass sie eben häufiger belohnt werden. Das ist ein ganz, ganz starker Lernfaktor und für Kinder natürlich auch. Also das ist zunächst mal wirklich die Motivation, dieses Verhalten, was belohnt wurde, auch wieder zu zeigen. Jedes Kind startet mit 6 Autos. Aufgabe erfüllt, ein Fahrzeug. Quatsch gemacht, ein Strich. 10 Striche, ein Auto wieder weg. Und wofür kann man die einlösen? Für 10 Minuten Screentime. Dass Kinder mit einer Belohnung rechnen können, wenn sie sich an die Regeln halten, lernen sie schon in der Grundschule. Bei Lehrerin Jorinde Finke aus Kassel bekommen die Kinder ihrer Klasse für vorbildliches Verhalten bunte Glassteinchen. Und die wöchentliche Wetterampel zeigt, wer am Freitag auf dem Blitz hängt, dem droht das Elterngespräch. Bei Sonne folgt ein Sticker. Das System funktioniert eigentlich nur, wenn es wirklich konsequent durchgezogen wird. Wenn man es nur im Ansatz wahrnimmt, mal so oder mal so macht, funktioniert es nicht. Dann nehmen die Kinder es nicht mehr ernst. Aber sobald das, ab der 1. Klasse führe ich das immer ein, sobald das wirklich konsequent tatsächlich gemacht wird, das bedeutet, dass bis Freitag alle Klammern richtig gesetzt sind. Das bedeutet auch, dass am Montag die Belohnung dann tatsächlich erfolgt. Dann funktioniert das sehr gut. Für gutes Teamwork werden die Kinder mit Muggelsteinen belohnt. Die Gruppe, die zuerst das Reagenzglas voll hat, hat dadurch Vorteile in der Klasse. Und? Eigentlich ist es im Grunde eine klitzekleine Belohnung. Die bekommen einen Sticker, den können sie sich selber aus einem Stickerkasten aussuchen. Das wird auf die Mappe geklebt oder mit nach Hause genommen, manchmal für die Geschwister mitgenommen. Sind sie sehr stolz drauf. Denn Belohnungen sollen ja keine bloße Bezahlung oder Bestechung sein. Sie werden vielmehr eingesetzt, weil diejenigen, die belohnen, sich eine dauerhafte Verhaltensänderung erhoffen. In der Schule oder in der Familie, erklärt uns Mirjam Ebersbach. Die Professorin forscht an der Uni Kassel zur Entwicklungspsychologie. Kinder verstehen den Sinn der Belohnung im Grunde dann, wenn die Belohnung wirklich direkt auf das Verhalten folgt. Also dann ist einfach ganz klar, ich werde für etwas belohnt, was ich eben gerade getan habe. Insofern sind Belohnungen, die erst weit in der Zukunft passieren, nicht so wirksam. Wenn ich sage, in 3 Wochen gehen wir dafür mal in den Zoo oder sowas, dann hat das nicht so einen starken Motivationscharakter, wie wenn ich eine Belohnung sofort bekomme. Das erreichen Eltern am besten durch eine Belohnung für die Kür und nicht für die Pflicht. Das heißt, es werden Dinge, die eben nicht selbstverständlich sind, belohnt. Also man sollte auch nicht jedes Verhalten belohnen. Einerseits, weil Kinder sind ja häufig auch intrinsisch motiviert. Also die wollen was machen, weil es ihnen Spaß macht. Und wenn sie dafür belohnt werden, kann das dazu führen, dass tatsächlich diese Motivation abnimmt und sie dann wirklich nur noch diese Sachen machen, weil sie belohnt werden. Wenn du gute Noten schreibst, kriegst du das oder was weiß ich, was Teures, sowas nicht. Er muss wissen, dass er das für sich selbst macht. Wir haben schon genug Spielzeug und so. Und wenn ich aber jedes Mal sage, Schatz, wenn du jetzt gut bist, kriegst du eine Barbie oder du kriegst einen Roller oder so, ne? Und ich habe halt insgesamt 5 Kinder. Und wenn ich das dann bei jedem einzelnen Kind machen würde, würde ich pleite sein. Wer Belohnungssysteme einsetzt, sollte sich vorab fragen, was will ich mit Belohnungen erreichen? Was soll mein Kind lernen? Wenn die Kinder bestimmte Regeln haben oder bestimmte Aufgaben auch im Haushalt, mal den Müll rauszubringen, dann sollte man nicht jedes Mal wieder belohnen, sondern dann sollte klar sein, das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. Also man muss ja auch nicht materiell belohnen. Wir loben dann eher halt, ne? Du hast das toll gemacht, Adelina, wir sind stolz auf dich, Schatz, mach weiter. Eine Umarmung. Und dann haben wir uns so versprochen, dass wir einen Kinotag machen, sowas. Was Teures und so nicht. Aber gemeinsam. Gemeinsam, genau, wir beide. Schlussendlich sollte jede Familie für sich selbst definieren, was bei ihr eine besondere Belohnung wert ist.
Das wollen wir noch vertiefen mit Christina Blatt von der Erziehungsberatung Bad Homburg. Hallo Frau Blatt, grüße Sie. Hallo. Warum sind denn solche Belohnungssysteme so beliebt? Bei Eltern wohlgemerkt erstmal. Genau. Naja, also sie sehen erstmal ganz hübsch aus, sind visuell irgendwie ansprechend. Durch die bunten Farben wirken sie auch auf den ersten Blick kindgerecht. Und sie werden natürlich im Moment auch in den sozialen Medien ziemlich hochgejubelt. Das und dann denkt man, damit habe ich einen schnellen Erfolg, das probiere ich doch mal aus. Ja, also Sie haben es schon angesprochen, wir haben hier mal so eine Tafel da, die es fertig zu kaufen gibt. Ich glaube, mir wäre das einfach zu viel Buchführung, weil da sind natürlich unheimlich viele Sachen, die belohnt wird drauf, kann man sich zum Teil auch selber aussuchen. Aber zum Beispiel jetzt hier den Tisch decken und abräumen, die Zähne putzen, schön ist auch Pipi und Kaka im Bad machen. Ja. Wo sonst? Ja. Genau. Also was halten Sie davon? Naja, da sind jetzt viele Beispiele aufgeklebt, die ja auch schon im Beitrag erwähnt wurden. Das sind Alltäglichkeiten, also den Tisch abräumen, Zähne putzen und sowas. Das gehört einfach zum Alltag dazu, das gehört zum Zusammenleben in der Familie dazu. Wenn jetzt sowas dabei steht, wie zum Beispiel nicht hauen oder so, man hat ein Kind, was damit Schwierigkeiten hat, dann ist natürlich die Verführung groß, das mal auszuprobieren. Aber unsere Erfahrung ist, und auch die Fachwelt ist sich da einig, das nutzt sich relativ schnell ab. Das ist nicht nachhaltig und man vermittelt auch so ein paar zweifelhafte Botschaften mit so einem Belohnungssystem. Welche zum Beispiel? Naja, also erstmal wäre die Gefahr, dass ein Kind das nur macht, weil es danach ein Sternchen bekommt oder irgendeine Belohnung bekommt. Das ist das eine. Also erklären, warum was gemacht werden muss, ist sinnvoller. Genau, weil es nicht wirklich verstanden hat, was der Sinn dahinter ist. Dann, wenn man irgendeine Belohnung in Aussicht stellt und das Kind hat es nicht geschafft, dann bleibt die aus. Dann ist es ja wie eine Bestrafung, dann ist das Kind traurig. Oder wenn man sowas in Aussicht stellt, wie ins Kino zu gehen, dann hat das Kind das Gefühl, ich muss funktionieren, damit meine Eltern mit mir ins Kino gehen. Und es fühlt sich halt auch relativ schnell, gerade bei Kindern, die so ein bisschen fixer sind im Kopf, fühlt sich das schnell nach Erpressung an. Und dann gehen die erst recht in den Widerstand. Ja. Ah, okay. Aber ich muss ja meinem Kind schon irgendwie mitteilen, was ich mir wünsche, dass es das tut. Oder ich muss das irgendwie auch einfordern. Ja klar, also im Endeffekt geht es nicht darum, den Kindern irgendwie freie Fahrt für alles zu lassen. Es geht schon darum, dass die bestimmte Dinge machen und auch machen müssen. Nur diese Kopplung mit einer Belohnung dafür, dass sie das machen, das ist ein bisschen ungeschickt. Und ja, wie gesagt, funktioniert auch oft nicht sehr gut. Wir haben in der Beratungsstelle oft Eltern, die sagen, wir haben diese Belohnungssysteme ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Helfen Sie uns jetzt bitte. Ja, mein Gefühl war eben im Film, also in der Schule fand ich es eigentlich ganz okay, aber zwischen Eltern und Kindern hatte ich ein ungutes Gefühl. Wie sehen Sie es? Genau, also die Beziehung zwischen einer Lehrerin und ihren Schülern ist natürlich eine ganz andere als die zwischen Eltern und Kind. Zwischen Eltern und Kind oder in einer Familie, wie überhaupt in so einer engen Beziehung, wünscht man sich ja, dass man sich gegenseitig respektiert und dass man irgendwie beide gleich viel wert ist. In der Schule ist es ein bisschen anders. Da hat die Lehrerin ja auch sowieso grundsätzlich die Aufgabe, die Kinder zu bewerten, die verteilt Noten. Also das ist so eine Rollenverteilung, da passt das irgendwie besser rein. Wir haben jetzt auch noch diese Fleißkärtchen hier gefunden. Da ist vorne ein Lob drauf und hinten steht noch ein Witz drauf. Wie finden Sie sowas? Naja, also das finde ich so einen ganz netten Gag. Also es gibt bestimmt viele Kinder, die würden sich wahrscheinlich mehr über Ninjago-Kärtchen oder so freuen als über Fleißkärtchen. Aber als so ein bisschen eine kleine Inspiration vielleicht für Eltern, die sich so überlegen, ich würde meinem Kind ganz gern zwischendrin mal zeigen, dass ich was toll finde und die nicht so eine richtig gute Idee haben, was sie jetzt machen können, außer ein Überraschungsei oder sowas zu kaufen, ist das vielleicht so eine ganz gute Inspiration, dem Kind einfach so was Kleines in die Hand zu drücken und zu sagen, hast du prima gemacht. Wie finden Sie sowas wie Geld fürs Zeugnis oder so Geschenke für Schnullerfee bringt was, wenn der Schnuller abgegeben wird oder so? Naja, also wir als Menschen funktionieren ja alle so, dass wir uns über Belohnungen freuen. Das Gehirn schüttet dann einfach Dopamin aus und man ist happy. Aber viel schöner ist es eigentlich, wenn man das Kind dahin begleitet, dass es dieses schöne Gefühl bekommt, einfach weil es stolz ist, was geschafft zu haben. Also wenn man einfach das gemeinsam mit dem Kind groß macht, wenn man es dahin begleitet, wenn man es irgendwie umarmt und sagt, das hast du prima gemacht, ich bin so stolz auf dich. Weil sonst hat man halt die Gefahr, und das kennen ja vielleicht der ein oder andere Erwachsene auch von sich selber, dass man so ein Glücksgefühl nur bekommt, wenn man wirklich materiell sich irgendwie was besorgt. Und das ist dann keine schöne Kopplung. Aber ab und zu ist es auch mal erlaubt. Also meine Kinder haben jetzt super mitgeholfen, den ganzen Tag wie die wilden Hecke zu schneiden. Da habe ich denen einfach irgendwie ordentlich Taschengeld gegeben, weil sonst hätte ich es ja auch bezahlen müssen. Ist das okay? Ja, das ist okay. Gut, abgesegnet. Ja klar, also Ausnahmen bestätigen sozusagen die Regel, wenn irgendwas ganz Besonderes ist oder man ist super happy und denkt sich, okay, jetzt hat er oder sie sich das schon so lange gewünscht und hat sich jetzt so viel Mühe gegeben an dieser oder jener Stelle, dann sozusagen als Überraschung so ein Geschenk dazu zu geben, das ist vollkommen okay. Ich bin beruhigt. Danke, Frau Blatt.
Roland. Vielen Dank. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.